Offensichtlich muss Spielzeug heutzutage kompliziert sein, um wahrgenommen zu werden. Deswegen gibt es Draco Speed Spin. Oh mein Gott! Wer hätte das gedacht? Das ist ein Kreisel und er dreht sich. Gegen den Uhrzeigersinn und dabei brach das Ding so auseinander. Ich hatte mehr Spaß mit dem Lolli. So viel zur Vorgeschichte. Wer jetzt der Meinung ist, Draco würde es dabei bewenden lassen, der ist leider auf dem Holzweg. Sie haben noch eine andere Version produziert und zwar Draco Spin Metal Clash. Jawohl, Kenner sehen schon, das ist ein Beyblades-Klon und zwar ein astreiner, inklusive der Metallringe da drin. XL Metal, sage ich ja. Ein richtig schwerer Bag und enthält einen von 12 verschiedenen Kreiseln oder Battle Discs oder was der Teufel wie das Zeug heißt, die alle irgendwie ziemlich bunt, aber irgendwie ziemlich gleich aussehen. Mit kranken Namen wie Plasma Phoenix, Sandstorm Vulture oder Scorpion Motor. Gut. Da nehmen sie sich natürlich absolut nichts zu den Beyblades-Teilen, die haben auch so komische Namen. Und die Tüte enthält einen Launcher, der hoffentlich stabiler ist als der letzte. Einen String zum Anreißen, der vermutlich nicht so stabil ist, wie er aussieht. Und der Kreisel an sich. Battle Disc, Metal Stabilizer, Compression Base. What the fuck? Spin-Tipp, Broschüre, Sticker, bla. Kennen wir ja. Viel Warnungstext und einen sollte man sich vermutlich zu Herzen nehmen. Please do not use hand to catch the spinner while it is still spinning. Ich glaube, das ist eine gute Idee mit dem Metallding da drin. Aber ich möchte jetzt einfach mal nachsehen, wie das so funktioniert. Okay. Ja, das ist der Launcher. Leichtes Plastik. Ich befürchte Furchtbares. Der Metallring, so schwer ist er nun doch nicht. Aber auch nicht ganz leicht. Sticker, Stone Viper haben wir offensichtlich in super schlechter Qualität. Bah. Der Anreißstring ist irgendwie etwas länger als auf Verpackung, aber der würde wahrscheinlich auch gar nicht aufs Foto passen. Und eine Anleitung. Oh, ist die schön bunt. Ja, das ist ein astreiner Beyblades-Klon, absolut. Inklusive schlecht gezeichneter Anime-Figuren. Wunderbar. Irgendwelche doofe Backstory haben wir auch. So, wie bauen wir den zusammen? Irgendwie sieht der Spin-Tipp. Den gibt es hier gar nicht. Der sieht nicht so aus wie auf Verpackung. Ja, tolles Ding. Gut. Ist das blöd? Da fehlt doch was. Da fehlt echt was. Moment. Also, Battle Disc. Hier. Metal Stabilizer. Da. Compression Base. Ach, ist der Spin-Tip da schon drin? Den kriegt man ja gar nicht raus. Ich dachte, die sollen zerlegbar sein. Naja. Wie auch immer. Dann wollen wir ihn mal zusammenbauen. Wie geht das ganz richtig? So rum oder andersrum oder was? So rum etwa? Aha! So rum etwa. Und jetzt das Dingen hier drauf. Oh Gott. Oh Gott, Richard, was machst du hier für einen Kram? Naja. Das ist das erste Mal, dass ich Kontakt mit diesen Dingern habe. Man möge es mir verzeihen. Ne? Das sieht doch schon ganz professionell aus. So, und wie jetzt? Führe die Reißleine in der markierten Richtung durch die obere Aufnahme am Starter. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie, ja, hier so rein. Okay, und so. Aha! Gut, Reißleine. So, jetzt wollen wir dieses Koppeln den Spintop an der Unterseite des Starters an. Ja, das machen wir dann mal. Gut. Und dann reißen und drehe den Spintop, ziehe die Reißleine zum Start. Wieso soll ich den denn drehen? Welchen Sinn macht das? Mal sehen. Wow! Das ist ein toller Effekt. Das Ding hält keine 2 Sekunden. Ich muss sagen, das gefällt mir. Ich glaube, ich muss das Ding mal aufsammeln. Einen Moment bitte, ja? Da sind wir wieder. Das muss ich ja nochmal zusammenbauen. Das ist ja gemeingefährlich, das Teil. Das hat irgendwie nicht richtig gehalten. Ich probiere das nochmal aus. Aber das war irgendwie
schon ein bisschen besserer Effekt als das letzte Ding, muss ich schon sagen. So. Zack. Da drin. Und. Ja, toll. Es ist ein Kreisel. Er dreht sich. Das ist genau dasselbe wie vorher, nur dass er aus Metall ist. Es ist ein Fortschritt, ich gebe es zu. Immerhin hält er vielleicht ein bisschen länger, wenn man ihn richtig zusammenbaut. Aber irgendwie, wo ist dabei der Sinn? Ich werde ihn nicht entdecken. Boah, ein bisschen lesen hier, während das Ding sich davon selber dreht. Hier sind die Regeln. Ihr könnt entweder die Battle Arena benutzen oder einen Kreis auf dem Boden zeichnen. Ja, was für eine Battle Arena überhaupt? Sind das diese komischen Plastikwannen für 45 Euro? Hoffentlich nicht. Was haben wir hier noch? Oho, die haben auch alle irgendwelche Stats. Klar, wie Beyblades eben. Was hatten wir hier ganz richtig? Stone Viper oder so? Au! Hey, das kann ich. Die haben nicht gelogen, das tut relativ weh. Das ist glaube ich nicht Stone Viper. Doch, Stone Viper. Schöne Sache. Mission Griechenland. Ah ja, die Macht der griechischen Götter war stets legendär. Doch dieser ist einer der wütendsten. So. Ich habe noch nie was von gehört von diesem griechischen Gott. Keine Ahnung, was das alles ist, aber ich nehme mal an, die Statistiken sind genau wie bei Beyblades, irgendwelche Verteidigung und bla und Stabilität und so weiter. Ich kann der Sache jetzt nicht so richtig aberkennen, was das jetzt sein soll. Ist aber auch wahrscheinlich relativ egal, denn ich werde mich damit sowieso nicht weiter beschäftigen müssen. Das passt schon. Jedenfalls, es funktioniert besser als beim letzten Mal. Was mir hier fehlt, der Lolli. Der war das Beste am letzten Blind Bag. Jetzt habe ich zwar einen Kreisel, der tatsächlich auch mal länger als eine Sekunde funktioniert, was Vorteil ist, aber ich habe nichts zu essen und das ist schade. Jetzt mache ich bestimmt die Kamera kaputt. Kenn mich doch. Wow. Ast rein. Mit diesen Worten werde ich schließen. Ich bin mir sicher, es wird noch eine Version von Draco Speed, Spin, was auch immer geben. Und wir werden sie sehen oder auch nicht. Wow. Er hält ganz gut. Ich fasse jetzt nicht rein. Das mache ich nicht nochmal. Wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.